Hallihallo! Heute geht's in den Untergrund. Ganz Slowenien ist wegen den Flüssen und vielen Kalkstein im Karstgebirge ja voll von Höhlen. Eigentlich muss man sich Slowenien wie ein Schweizer Käse vorstellen. Die Höhlen von Postojna sollen da nochmal was ganz Besonderes sein. Es ist die größte erschlossene Tropfsteinhöhle in Europa und damit auch eines der meistbesuchten Attraktionen in Slowenien. Die Fahrt startet in Koparit und geht entlang mehrerer Flusstäler über Most na Soči bis Adelsberg oder eben auch Postojna. Die Strecke ist ca. 100 Kilometer lang und soll auch zum Mopedfahren sehr schön sein. Ich kann bestätigen, die Fahrt ist wirklich kurzweilig. Erst an der Soccia entlang. Nicht wundern, auf Karten findet man auch oft den Namen Isonzo. Isonzo ist die italienische Bezeichnung der Soccia und Soccia die slowenische Bezeichnung. Und dann kommt das Tal der Idrijca. Und hier gibt es auch so ein paar Stauwehre, sodass hier sogar auch gebadet werden kann. Dobrodošli, Postojnska Jama. Willkommen zur Höhle von Postojna. Wie schon erwähnt, sind diese Höhlen eines der Hauptattraktionen von Slowenien und entsprechend touristisch. Das Ganze ist aber gut organisiert. Mit dem Ticket kauft man sich einen Zeitslot für das Boarding. Dann verteilt man sich in Gruppen, die in unterschiedlichen Sprachen eingeteilt sind. Jede Gruppe hat seine Begleitung. In der Hochsaison ist es unbedingt empfehlenswert, den Besuch vorab online zu buchen. Dann geht es los. Willkommen in der Unterwelt, der Königin der Karsthöhlen. Schon seit 1872 fährt eine kleine Bahn durch die Höhle. Heute elektrisch, früher mit Dampf. Quasi eine U-Bahn durch den Tropfsteinpalast. Die Höhle ist 24 Kilometer lang, davon sind 5 Kilometer für Besucher zugänglich. Wovon die Besucher 3,5 Kilometer mit dem Zug zurücklegen. Die anderen 1,5 Kilometer geht's dann zu Fuß in der Gruppe durch die Höhle. In der Höhle sind es nur 10 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit, entsprechend sollte man sich anziehen. Das Ganze dauert ca. 3 Stunden. Schon 1818 wurde die Höhle für Besucher geöffnet. Seitdem pilgern Menschen aus aller Welt hierher. Die Höhle ist nicht nur riesig, sondern geologisch gesehen auch richtig alt. Über 2 Millionen Jahre hat das Wasser hier gearbeitet, Tropfen für Tropfen, um ein unterirdisches Labyrinth aus Stalaktiten, Stalagmiten und riesigen Hallen zu formen. Und das auch noch auf mehreren Ebenen. Ich habe schon viele Höhlen gesehen, aber die schlägt einfach alles. Ich mag eigentlich keine Massentourismusattraktionen, aber die Höhle ist es wert, das alles auf sich zu nehmen. Dann geht's mit dem Bähnchen zurück. Könnte man auch eine Geisterbahn draus machen, wenn die Zombies dann hinter den Stalagmiten hervorhüpfen. Die Bahnfahrt ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Dann gibt es da noch den Grottenolm. Ein blinder, schleimiger Höhlenbewohner, der aussieht wie ein Mini-Drachenbaby. In einem eigenen Vivarium kann man ihn zum Schluss der Führung auch sehen. Leider war er bei uns so versteckt, dass nichts zu sehen war. Spannend ist, dass er bis zu 100 Jahre alt werden kann und monatelang ohne Futter auskommt. Er wird dort auch von Wissenschaftlern erforscht. In 2 der großen Hallen finden auch regelmäßig Konzerte statt. Die haben eine Irrsinnsakustik.
Heute ist die Höhle ganz modern mit LED erleuchtet. Früher wurde wie hier gezeigt Kerzen überall montiert. Die Höhle im Kerzen- und Fackelschein war sicher ein sehr romantischer Anblick. Das Höhlensystem besteht aus 3 Hauptebenen. Auf den beiden oberen waren wir unterwegs und die sind natürlich auch nicht mehr durchflutet. Aber auf der untersten Ebene fließt noch heute unterirdisch der Fluss Pivka, wie man hier sieht. Ich hoffe, euch haben die Impressionen von der Höhle von Postojna ein bisschen gefallen. Dann ging es wieder zurück nach Kobarid. Auch wenn ich die gleiche Strecke zurückgefahren bin, das Interessante ist, so ein Flusstal aus der anderen Richtung gefahren, ist, als ob man es noch nie gefahren ist. Ganz neue Eindrücke. Insgesamt war das wieder ein toller Tag und ich freue mich natürlich über ein Like und eure Kommentare.